Das heißt, die erste Frage grundsätzlich, wenn du den Jahresrückblick machst, ist, was habe ich eigentlich alles erlebt? Was war denn eigentlich 2024 alles los? Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei Loslassen und gemeinsam wachsen zu der letzten Episode im Jahr 2024. Ich kann es gerade selber noch nicht glauben, dass ich die aufnehme und das Jahr irgendwie doch schon wieder vorbei ist. Auch mir geht es so, dass ich mir immer wieder denke, oh Mann, die Zeit vergeht so schnell und schon sind wieder 12 Monate vorbei und ich mache den Rückblick für mein Business und für die Familie und die Fotobücher, die schon im Übrigen bei mir seit 2017 auf Wartehaltung sind. Die erfüllen sich mit weiteren Erinnerungen und möchten auch umgesetzt werden. Wow, oder? Dass schon wieder ein Jahr vorbei ist. Da ich sowieso jedes Jahr einen Rückblick mache und auch meine Frauen, die ich coachen darf, die bei mir im Gruppencoaching sind oder im Einzel, die ermuntere ich und ermutige ich, immer wieder einen Rückblick zu machen, aus verschiedenen Gründen. Denn wenn wir den Rückblick machen, und es ist so wichtig, diesen zu tun, dann stellen wir fest, was uns im letzten Jahr einfach Freude, Wohlbefinden, Glück und Dankbarkeit gebracht hat. Und natürlich auch, was uns nicht so gut getan hat, was schwierig war und was wir loslassen wollen. Diese Klarheit, die Erfassung dieses Status Quo ist einfach so wichtig, weil da fängt alles an, wenn wir wissen, was wir mehr wollen und wovon wir weniger wollen, dann können wir einfach unser Leben dorthin ausrichten. Heute habe ich für dich ein paar Fragen, die ganz unkompliziert in deinem Mama-Alltag helfen sollen, dass du einen Rückblick machen kannst. Vielleicht bist du gerade spazierend unterwegs oder bist im Haus unterwegs mit deinen Kopfhörern und hörst diese Episode. Denke einfach, während ich die Fragen hier so mit dir diskutiere und dir natürlich auch live berichten werde, wie das bei mir so ist, ein bisschen drüber nach. Vielleicht magst du auch später nochmal zurückkommen zu den Fragen und dir ein paar Notizen machen. Nutze auf jeden Fall jetzt diese Episode, um einfach schon mal deinen Rückblick zu machen. Wir fangen an mit dem Werkzeug und Tool schlechthin, das Fluch und Segen zugleich ist, nämlich dein Smartphone. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe mal eine Episode gemacht zum Thema unser Smartphone und Social Media. Diese Episode verlinke ich dir direkt in den Shownotes, denn unser Smartphone nimmt uns unfassbar ein. Es beherrscht uns, wenn wir uns von den Tönen und der Werbung voll kontrollieren lassen. Wenn wir aber natürlich diese Geräte nutzen zu unserem Besten, sind es unfassbar tolle Werkzeuge. Und ein super Werkzeug ist das Smartphone, was deine Erinnerungen angeht. Ich bin mir nämlich ganz sicher, dass du jetzt gerade hier, wo du diese Episode hörst, gar nicht mehr so hundertprozentig weißt, was im letzten Jahr alles passiert ist. Manchmal verfliegen die Tage nämlich unfassbar schnell. Manchmal sind da Erinnerungen, die negativ sind, auch da kommen wir gleich dazu, die sich so richtig sehr fest in dir verankert haben. Und gleichzeitig gab es so viele schöne Momente, die schon wieder irgendwie verflogen sind. Nichtsdestotrotz, du hast sie mit Sicherheit aufgezeichnet. Denn das ist das, was wir mit unserem Handy ja machen.
Wenn du dein Smartphone rausholst, um eine Erinnerung festzuhalten, wie dein Kind gerade lacht oder wie du gerade mit einer Freundin einen Cocktail trinkst oder was auch immer es war, der schöne Urlaub, du wirst positive Erinnerungen in deinem Fotoalbum am Handy festgehalten haben. Die wenigsten von uns werden Konflikte fotografiert haben oder Tränen, denn da in diesen Momenten haben wir überhaupt keine Kraft dafür, ein Foto rauszuholen und wir verstehen auch gar nicht, warum wir das machen sollten. Ist ja auch voll logisch und genau richtig so, denn damit hilft uns nämlich unser Smartphone, um den sogenannten Negativitätseffekt zu überwinden und dadurch positive Gefühle, positive Erinnerungen in uns wachsen zu lassen, neue neuronale Verbindungen zu kreieren, um resilienter zu werden, um mehr Freude im Leben zu erfahren, um ein erfüllteres Leben zu führen. Kurzer Ausflug, Negativitätseffekt heißt, unser Gehirn tendiert dazu, aus reinem Überlebensmechanismus heraus, dass wir negative Erfahrungen, ungünstige Situationen, schlechte Informationen, wie auch immer du es nennen möchtest, einfach viel besser im Kopf abspeichern als positive. Das ist gut für uns gewesen lange Zeit, weil wir uns natürlich vor Bedrohungen schützen konnten, weil wir gelernt haben im Laufe der Evolution, welche Früchte, welche Kräuter wir nicht essen dürfen, wovor wir uns in Acht nehmen müssen, vor Säbelzahntigern und so weiter, was es im Laufe der Evolution so gab. Heute ist es leider so, dass der Negativitätseffekt von uns wirklich aktiv umstimuliert werden muss, dahingehend, dass wir den Fokus auf das Gute richten. Rick Hanson, ein Neurowissenschaftler, sagt, das Gehirn ist wie ein Klettverschluss für Negatives und wie Teflon für Positives. Und genau so kannst du dir das vorstellen. Das heißt, negative Erfahrungen haften in unserem Kopf richtig fest, da erinnern wir uns noch jahrelang daran. Und schöne Erinnerungen, diese guten Erlebnisse, die müssen wir uns wirklich aktiv in Erinnerung bringen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir uns Erfolge notieren, dass wir uns diese positiven Erinnerungen aufschreiben, dass wir sie, wie du es schon ganz automatisch machst, bildlich verankern in unserem Smartphone und sie dann auch wieder hervorbringen. Denn das schafft, dass wir uns mehr erinnern an das Gute, dass wir positive Emotionen durch die Bilder, die du da hast, in uns wieder erwecken, Gefühle von Dankbarkeit, Freude und Zufriedenheit hervorgerufen werden können, was wiederum unser Immunsystem stärkt, unser Wohlbefinden erhöht und uns eben resilienter macht. Abgesehen davon, je mehr du das übst, dich in diesen positiven Gefühlen zu baden und den Blick auf das Positive zu richten, auf die schönen Erinnerungen statt auf die negativen, je mehr dir das gelingt, umso schneller wird sich deine Gehirnstruktur verändern. Das hat damit zu tun, dass unser Gehirn neuroplastisch ist. Das heißt, es ist veränderbar und ist nicht quasi in dem Zustand, in dem es jetzt ist, für immer und du bist deinen Genen ausgeliefert, sondern dein Gehirn kann sich verändern und irgendwann ist es für dich ganz natürlich, nur noch die guten Sachen im Kopf zu behalten, die Angst in dir zu verringern und eben am Ende des Tages ein erfüllteres Leben zu führen, weil du dich eben bewusster erinnerst. Das war jetzt hier der kleine Ausflug zum Thema Negativitätseffekt und warum dein Handy so super gut ist, weil dort sind alle schönen Erinnerungen. Für deinen Jahresrückblick machst du jetzt genau das. Du schnappst dir dein Smartphone und gehst in dein Fotoalbum rein und schaust mal, was du in diesem Jahr alles erlebt hast. Das heißt, die erste Frage grundsätzlich, wenn du den Jahresrückblick machst, ist, was habe ich eigentlich alles erlebt? Was war denn eigentlich 2024 alles los? Ja, diese Frage, die habe ich mir natürlich auch gestellt beim Jahresrückblick und da ist einiges los gewesen bei uns. Das kann ich dir verraten. Wir sind im Februar 2024 in die USA ausgewandert. Wir sind ausgezogen. Wir hatten ein unfassbares erstes Quartal. Also schon Dezember 23, November 23 ging es schon los, aber dann der Januar, der hatte es richtig in sich, diesen Umzug zu stemmen, Freunde zu verabschieden, Familie zu verabschieden, ein ganzes Haus aufzulösen. Also wenn ich so zurückblicke, frage ich mich heute wirklich, wie uns das gelungen ist, ohne durchzudrehen.
Dazu muss man wissen, wir haben das wirklich auch alles selber gemacht. Also es war privat organisiert. Wir haben ein Umzugsunternehmen gebeten zu helfen. Aber die haben am Ende des Tages nur die Kartons in den Container geschafft, weil wir natürlich unser Haus aufgelöst haben und da dann schauten, was wir verschenken wollen, was wir verkaufen wollen, was wir irgendwo einlagern wollen und was wir umziehen wollen. Das heißt, wir hatten meistens so 4 Stapel und wirklich jedes Teil ist damals durch meine Hände gegangen im Januar und es war unglaublich. Also während Arbeit und während Schule und da bin ich schon echt rückblickend, kopfschüttelnd hier an meinem Schreibtisch und denke mir, was war das für ein Wahnsinn eigentlich? Natürlich gab es auch viele, viele Auf- und Abs. Der Leihwagen, den mussten wir direkt am Tag des Abflugs noch umtauschen, weil er dann kaputt gegangen ist. Und der neue, da ist die Tür dann undicht gewesen. Es hat reingeregnet auf der Autofahrt nach Frankfurt. Also es war wie ein Film. So. Und mit dem Umzug kamen natürlich ganz viele neue Themen. Also wo werden wir wohnen? Wir hatten noch kein Zuhause. Wir mussten so viele behördiale Sachen organisieren und überhaupt mal entdecken, wie das Leben hier funktioniert, wo man einkaufen gehen kann. Also das war schon ein großes Erlebnis für mich in diesem Jahr, ein ganz großes Ereignis. Die zweite Frage, die für den Rückblick, wie ich finde, ganz großartig ist in diesem Zusammenhang auch, was hat mich in diesem Jahr am meisten wachsen lassen? Woran bin ich in diesem Jahr am meisten gewachsen? Auch hier kann ich das natürlich für mich beantworten, kann sagen, ja, also diese Auswanderung aus Deutschland in die USA hat mich unfassbar wachsen lassen. Und nicht nur mich, sondern auch meine Kinder und meinen Mann und natürlich auch unsere Beziehungen. Wir sind viel tiefer zusammengeschweißt. Wir wissen, dass wir jetzt einfach nur noch in dieser Kernfamilie zu viert füreinander da sind. Auch wenn wir das vorher natürlich schon waren, aber es ist jetzt noch so viel intensiver, so viel vertrauter noch, so viel enger, so viel mehr. Wir halten zusammen. Das hat uns wirklich, also dieser Umzug hat uns wirklich sehr, sehr zusammenschweißen lassen. Und auch die vielen Dinge, die wir hier erlebt haben an Menschen, die uns wohlwollend begegnet sind und Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch das war wirklich ein ganz großes Wachstum. Beruflich hat mich sehr wachsen lassen die Tatsache, dass ich erkannt habe, dass ich sowohl in Deutschland als auch international arbeiten kann, dass ich auch dass ich die Fähigkeit habe und mir die Fertigkeiten aneignen kann, mit Gesetzen und Behörden in jedem Land zurechtzukommen. Also es war schon echt eine Schlacht, es war schon echt herausfordernd, hier neu zu gründen und es hinzukriegen, auch wenn man das in Deutschland vielleicht anders hört, so es würde alles ganz einfach gehen. Es war dann doch schon recht spannend und hat auf der einen oder anderen Seite immer wieder Geduld gebraucht. Auch sagen, dass es für mich echt auch eine Herausforderung war, mein Team 2024 im Januar zu kündigen. Also das war schon auch hart irgendwie. Ich hatte Festangestellte und ich konnte sie nicht übernehmen, dadurch, dass wir auswandern und ich quasi in ein neues Arbeitssystem hineinkomme und Steuersystem hineinkomme, dadurch, dass ich hier in Amerika nun bin. Und das war schon auch ein Prozess im Rahmen meines Unternehmerseins oder Unternehmerinnenseins, diesen Weg zu gehen und jetzt eben neu aufzubauen und mein Team zu erweitern, was für 2025 auch im Plan ist. Also da auch mehr. Es werden 2 Stellen brauche ich dringend, möchte ich besetzen. Also es ist wirklich, das ein großes Wachstum gewesen auf beruflicher Seite. Ja, meine dritte Frage, die in diesem Zusammenhang ich für dich habe, ist, was habe ich im letzten Jahr über mich gelernt? Also was war dein biggest learning oder deine biggest learnings, die du da 2024 hattest, wenn du an deinem Handy mal in die Fotos reinschaust und dich zurückerinnerst, privat wie beruflich? Und mein biggest learning ist, dass ich jedes Mal erstaunt bin darüber, was für eine in mir inneliegende Kraft doch da ist. Ich bin wirklich regelmäßig erstaunt darüber, welche Kräfte ich entwickeln kann und wo ich
lange gedacht habe, ich könnte das nicht und es dann doch funktioniert. Oder ich gedacht habe, es fällt mir schwer, zum Beispiel schnelle Entscheidungen zu treffen. Und aus der Not heraus es aber dann geht und auch gut wird. Also auch diese Erfahrung zu machen, wenn ich muss oder wenn einfach es jetzt dran ist, dass es dann geht und dass ich im Vertrauen sein kann. Das ist mein biggest learning. Also jetzt mal so als Beispiel, wir haben im Rahmen unseres Umzugs waren wir 6 Wochen in einer Airbnb, in einer Wohnung und hatten dann, als wir sind angekommen hier in den USA, hatten genau 2,5 Wochen, bevor bei meinem Mann der Job angefangen hat und bei meinen Mädchen die Schule. Und wir wussten, in diesen 2,5 Wochen brauchen wir ein Auto. Damit du ein Auto kaufen kannst, brauchst du aber eine Sozialversicherungsnummer, du brauchst einen Bankaccount, also ein Bankkonto und du brauchst eine Versicherung. Und dann musst du dir noch ein Auto raussuchen. Und wir wussten auch, wir brauchen in den nächsten 6 Wochen auf jeden Fall auch ein Zuhause, ein Haus oder eine Wohnung irgendwo. Und also das mit dem Auto hat wirklich in einer Woche geklappt. Das wollten wir auch so. Es war unfassbar stressig. Ankommen, Jetlag, irgendwie versuchen, Alltag hinzukriegen, einzukaufen, Essen zu machen und diese ganzen behördlichen Gänge zu tun und zu entdecken, wo man hin muss und welche Formulare man ausfüllen muss und so. Und dann eben auch das Haus zu finden, einen Makler zu finden, Hausbesichtigen zu finden. Also es war wirklich viel. Die erste Zeit war wirklich unfassbar viel. Und ich saß dann in der Ferienwohnung und habe online einfach nur nachts auf meinem Tablet um 1 mir die verschiedensten Möbeleinrichtungshäuser angeschaut, welche Sachen es dort gibt und habe Möbel bestellt und habe mir überlegt, wie die Dinge zusammenpassen könnten, damit es nicht so ganz chaotisch ausschaut. Denn wir haben nur Kartons umgezogen. Also wir haben einfach auch aus finanziellen Gründen nur Kartons umziehen können und haben ja dann entschieden, es ist einfach sinnvoller, die Sachen neu zu kaufen, statt ein altes Sofa umzuziehen. Und ich saß dann eben da nachts am Tablet und habe unser neues Zuhause quasi digital bestellt. Und das war schon auch irre. Also dann zu sagen, okay, das ist es jetzt, das stelle ich jetzt mit dem zusammen und dieser Raum wird so und so ausschauen und ich habe keine Ahnung, was Inches und Foot umgerechnet in Zentimeter und Meter sind. Es wird schon passen und es dann einfach zu tun und zu entdecken, dass es gut wird. Das war schon echt spannend. Also so für dich zum Reflektieren. Was hast du über dich gelernt? Was hast du im letzten Jahr über dich gelernt, was an Fähigkeiten in dir stecken, an Gefühle da sind, die du vielleicht noch nicht entdeckt hast, an Erinnerungen da sind, die gerade wieder gekommen sind. Vielleicht auch an Dinge, die du dir erlaubt hast, aufblühen zu lassen, die vorher noch verschütt gewesen sind. Die nächste Frage in diesem Zusammenhang natürlich auch, was von den Dingen, die du da erlebt hast, möchtest du loslassen? Loslassen und gemeinsam wachsen. Es hat einen Grund, warum mein Podcast hier, warum meine Programme so heißen, wie sie heißen, das entsprechende Namen. Was möchte ich loslassen? Was von dem, was war 2024, möchtest du loslassen? Und da kann ich für mich ganz, ganz deutlich sagen, ich möchte weiter loslassen, weil ich merke, was für ein Prozess das auch in mir ist. Ich möchte weiter loslassen, die hohen Erwartungen, die ich an mich und meine Arbeit habe. Und auch das Thema Vorwürfe machen oder andere schuldig machen. Ich habe diese Schattenseite in mir immer noch, dass ich oft in Gedanken anderen Vorwürfe mache. Und das sind manchmal auch meine Kinder oder mein Mann. Und dass ich dann in dieses Opferdenken reinkomme. Also ich kann es richtig beobachten, wie ich mich da manchmal reinfresse und muss mich da und darf mich da auch mit Energie dann wieder rausholen. Und auch das im nächsten Schritt, im nächsten Jahr weiter aufzuarbeiten mit den neuen Tools, die ich habe. Ich mache momentan oder immer noch eigentlich, mehrere Monate, immer noch eine Weiterbildung als IFS-Therapeutin oder im Bereich IFS, Internal Family System, nach Schwarz und möchte auch mit den Tools, die ich da habe, weiter an mir arbeiten und sie dann natürlich dir, wenn du mal Lust hast, in ein Einzelcoaching zu kommen oder in mein Jahresgruppencoaching, da werde ich natürlich diese ganzen Tools im Coaching, kann ich die im Gespräch auch anwenden. Das geht im Gespräch. Und das ist was ich zum Beispiel für 2025 einfach noch viel mehr loslassen möchte oder woran ich weiter in meiner Persönlichkeit arbeiten will. Nächste Frage.
Wovon möchte ich 25 mehr haben? Oder vielleicht sogar weitermachen, weil dir das schon so voll gut gelingt und so viel Freude macht. Auch hier schau mal in deine Fotos rein oder erinnere dich, was dir einfach ganz viel Freude gemacht hat. Da ist es richtig der Punkt, dass dein Fokus auf das Thema, was gibt mir Lebensfreude, was gibt mir einfach Glück, was sind die wunderschönen Momente, die, wenn ich dann nur daran denke, anfangen zu schmunzeln. Und auch ich, wie du vielleicht an meiner Stimme hören kannst, ich sitze auch hier und schmunzel, denn bei mir sind es auch ein paar Dinge, von denen ich mehr haben möchte oder sie weitermachen möchte und auch schon ziemlich stolz bin, dass es mir so gut gelingt. Das eine sind meine Rituale. Ich habe Rituale. Ich habe Gewohnheiten, die ich mit einer bewussten Intention ausführe. Das ist morgens mein Kaffee mit dem Blick in die Sonne. Das ist morgens das Meditieren mit dem Blick in die Sonne. Und ich kann hier wirklich sagen, mit dem Blick in die Sonne, weil wir hier in Maryland, wo wir wohnen, wirklich, meine Meditationsecke ist in den Osten ausgerichtet. Und ich bin jeden Morgen mit so viel Sonne gesegnet hier in diesem Bundesstaat bisher. Es war wirklich unglaublich, wie viele schöne Sonnentage ich erleben durfte. Und ich liebe es, diese Morgenrituale für mich zu haben und auch abends meine Rituale mit den Mädchen im Bett, wenn wir sind, die Dankbarkeitsübungen zu machen und die Gedanken, die schlechten gehen zu lassen. Also davon werden wir definitiv weitermachen. Ich werde weitermachen oder sie intensivieren. Dazu gehört auch mein Sport, meine Weiterbildungen, die ich habe und auch meine Arbeit hier für dich. Ich habe für 2025 so was Schönes und Großes vor. Und ich merke richtig, wie Puzzleteile plötzlich all die vielen Jahre an Coaching und gemeinsam wachsen Programm zusammenfügen. Und meine Vision, Kinder achtsam ins Leben zu begleiten, dich als Mama zu stärken, auch dir zu helfen, dass du ein erfülltes Leben führen kannst und führst, weil du an dir ja die Veränderung merkst, wenn du bestärkt bist, wenn du motiviert bist, wenn du Werkzeuge hast. Oh, wenn ich da nur dran denke, dann merke ich richtig, wie es in mir aufgeht und ich so das große Bild in der Zukunft schon sehe und freue mich, dass da jetzt die nächsten klaren Schritte für 25 geebnet werden können. Welche Menschen, welche Erfahrungen, welche Verpflichtungen haben in dir positive Gefühle und Erinnerungen hervorgebracht? Diese wunderschönen, positiven Gefühle zu diesen Menschen, die du da in dir im Herzen gespeichert hast, zu den Erfahrungen, die du in dir im Herzen gespeichert hast, die möchte ich jetzt hier direkt mit dir verankern. Verankern heißt, dass wir uns sie richtig fest merken und bei der Erinnerung daran direkt diese Gefühle quasi in dir erwachen. Schau doch gerne dazu mal deine Fotos an, die du in deinem Handy hast. Markiere diese Fotos, die dein Herz höher schlagen lassen, wo in dir das Gefühl von Stolz und Glück und tiefer Freude richtig, richtig präsent ist. Such dir die, sagen wir, 10 Fotos aus oder 12, für jeden Monat 2. Diese Fotos, die genau diese Gefühle in dir machen. Vielleicht sind es auch 12 Fotos von einem Event, wie auch immer. Such dir Fotos aus, die diese Gefühle in dir auslösen. Und wenn du nun diese Bilder betrachtest, dann nimm dir den Moment Zeit, diese Gefühle so richtig, richtig in dir groß werden zu lassen. Du darfst auch gern die Augen schließen und diesen inneren Film deiner Erinnerung zu diesem Event, zu dem Menschen, der dir einfach so viel Kraft gibt, zu den Situationen, die du da hattest, zu den Augenblicken, dass du das richtig vor deinem inneren Auge nochmal abspielst und diese Gefühle von Freude und Stolz und Dankbarkeit einfach immer größer in dir werden. Vielleicht magst du dir vorstellen, in diesem Zusammenhang, dass in dir eine Lichtkugel ist in deinem Herzen und diese Lichtkugel, die breitet sich immer größer aus. Es wird immer größer, bis diese Kugel über dich hinaus wächst. So viel Freude und Stolz und Dankbarkeit hast du an diese Momente, an diese Erinnerungen. Wenn du das gemacht hast, speichere dir diese Fotos in einem extra Fotoordner ab.
Du wirst diese brauchen. Und zwar dann, wenn du merkst, dass dein Gehirn gerade wieder wie Klett negative Erinnerungen abspeichert und dein Fokus auf Negativen ist. Dann gehst du in diesen Ordner mit diesen wunderbaren Fotos zu diesen wunderbaren Erinnerungen und lässt in deiner schlechten Laune, die du da hast, diese Bilder auf dich wirken und dann eben auch die neuen positiven Gedanken und Gefühle in dir richtig groß werden und aufblühen. Zu guter Letzt, für heute, für den Rückblick, den du jetzt schon fast in unter einer halben Stunde hinter dir hast, ist die nächste wichtige Frage für 2025. Von diesen Dingen, die du mehr machen willst, die du beibehalten willst, wo du weiterhin diese schönen Erfahrungen haben möchtest. Was ist der nächste, kleinste Schritt in diese Richtung? Was kannst du heute schon tun, um weiterhin in diese Richtung zu streben? Und hier ein ganz liebevoller Hinweis zu meiner Podcast-Episode mit den kleinen Schritten. Ich erinnere immer wieder so gern an Beppo Straßenkehrer aus dem Buch Momo von Michael Ende, der gesagt hat, wenn er daran denkt, die ganze Stadt kehren zu müssen, dann ist dieser Berg so groß, dann ist es so viel, dass es ihn traurig macht und er glaubt dann, er könnte das nicht schaffen. Aber der Schlüssel ist es, Strich für Strich vorzugehen. Das heißt, eins nach dem anderen, jeden Schritt nacheinander. Und das ist so wichtig. Wir haben manchmal dieses große Ziel vor uns. Ich auch mit meiner Vision, die ich habe. Ich sehe das schon vor mir, wo ich Communities erschaffen möchte, wo ich Frauen ausbilden möchte, Frauen wie dich ausbilden möchte, die dieses Licht, wie wir achtsam und würdevoll und respektvoll miteinander umgehen, in die Welt tragen und wie Frieden entstehen kann. Ich sehe das alles ganz nah vor mir und doch bis dahin sind es viele, viele kleine Schritte. Und wenn wir uns konzentrieren darauf, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, dann ist der Berg nicht mehr so groß, dann kommt nicht so viel Überforderung rein. Und vor allem sehen wir, dass es machbar ist. Wir sehen, dass die kleinen Schritte machbar sind. Manchmal sind die Ziele so groß, dass es uns in die Starre bringt, weil es so groß ausschaut. Aber wenn wir es runterbrechen und kleine Schritte gehen, dann werden die Dinge plötzlich machbar. Und hier die Frage an dich. Was kannst du heute machen als ersten, kleinsten Schritt in die neue Richtung, in die du gehen willst? Ob das mehr von diesen wunderschönen Erinnerungen sind, die du hast, ob das eben mehr Freude, mehr Urlaub ist, wie auch immer es ausschauen mag, mehr in Gelassenheit und Leichtigkeit sein in deinem Mama-Alltag. Was ist der nächste, kleinste Schritt für dich? Ja, meine Liebe, an dieser Stelle endet auch schon die heutige Episode. Ich mag dich, weil es ein nächster Schritt sein kann für dich, unbedingt einladen zu meinem Workshop vom Stress zur Stärke. Denn eines, was meine Frauen alle gemeinsam haben, ist, dass sie sich mehr Leichtigkeit und mehr Gelassenheit im Alltag wünschen, weil der Alltag oft so voller Stress ist, der Mental Load so hoch ist und der Wunsch nach Ruhe, Verbundenheit und Nähe so groß. Wenn du magst, dann komm gerne dazu. Den Link zu meinem kostenfreien Workshop findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist, denn wir werden schauen, was der Stress mit dir zu tun hat, wie du den abbauen kannst, was da für alte Blockaden sind, wie du zu der Mama wirst, die du sein willst, zu der Frau wirst, die du sein willst, der es gelingt, dieses erfüllte Leben zu leben. Darum wird es gehen in diesem Workshop. Hier ein kleiner, angeteaserte Überraschung, sage ich mal. Hier werde ich dir auch von meiner Vision erzählen und meinem nächsten Schritt, der meiner großen Vision dient, nämlich, dass Kinder in gewaltfreien Umgebungen aufwachsen können und dass es uns gelingt als Eltern, dir als Mama im Besonderen, dass du frei wirst von deinen Glaubenssätzen, von deinem Stress, von dem Druck, den du hast, damit dein Kind sich mit dir als Vorbild frei entwickeln kann. Ich werde dir hier, ich freue mich schon sehr, zeigen, was ich für dich habe und dich mit auf diese Reise nehmen zu mehr Verbundenheit, Nähe und Stärke in deinen Beziehungen.
Ich freue mich, wenn du kommst und wünsche dir bis dahin ein wunderschönes Wochenende, eine gute Zeit und wir hören uns dann auch schon nächste Woche. Mach's gut. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.